live. Erzähl doch ein bisschen von dir, erzähl uns ein wenig über deine Geschichte. Oh mein Gott, also mein Name ist Larissa Zeller. Ich bin 38 Jahre alt, wow. Und ich bin eigentlich in der Schweiz gelandet, weil ich meinen Ehemann während des Studiums kennengelernt habe. Wir waren im 5. Studienjahr, haben uns kennengelernt und uns verliebt. Und ich habe angefangen zu überlegen, wie es wäre, hierher zu kommen, oder? Ob das wirklich machbar wäre, oder? Greifbar. Und es hat geklappt. Gott sei Dank, es hat funktioniert. Aber Er ist auch Brasilianer, oder? nein, er ist Schweizer. Er ist Schweizer. Er ist Schweizer, oder? Übrigens, die Klinik, in der wir zusammenarbeiten, die Klinik, die wir von meinem Schwiegervater geerbt haben, der Hausarzt war. Und so ist es, ich habe schließlich mein Diplom hier in der Schweiz anerkennen lassen, nach 3 Jahren Arbeit. Und in dieser Zeit habe ich meine Facharztausbildung abgeschlossen. Ich habe keine Facharztausbildung in Brasilien gemacht. Ich bin wirklich direkt nach dem Studium hierher gekommen. Ich habe meine Facharztausbildung hier gemacht und jetzt sind es schon fast 5 Jahre seit Anfang 2020. Kurz nachdem die Pandemie begann, habe ich angefangen, in der Klinik zu arbeiten und seitdem arbeite ich hier. Hübsch. Janine sprach auch darüber, dass es am besten sei, wenn man hierher komme, um die Angelegenheit abzuschließen. Denn wenn man ein Experte ist, hat es ein bisschen mehr zu bieten. Genau. Er ist etwas eingeschränkter geworden. Und sie haben auch viele Jahre in Brasilien verbracht. Und dann musst du es auch noch einmal machen. Ich finde, das kann manchmal ziemlich nervig sein. Ich denke, Dass das Schwierigste an der Anerkennung des Diploms des Facharzttitels eigentlich ist, dass die Prozesse hier in der Schweiz tatsächlich getrennt sind. Ein Verfahren zur Anerkennung des Diploms und ein anderes Verfahren zur Anerkennung des Facharzttitels. Und sie erkennen normalerweise nur 2 Jahre einer außerhalb absolvierten Facharztausbildung an. Das heißt, und diese Facharztausbildung dauert hier im Allgemeinen etwa 5 bis 6 Jahre. Das ist also eine sehr lange Zeit. sie sagt wirklich, dass sie praktische Erfahrung zeigen. Erfahrung, weil sie versuchen, das zu kombinieren, nicht wahr? Zusätzlich zu unserer Facharztausbildung, die schon kürzer ist und eine gewisse Erfahrung voraussetzt. Gut, für dich, was ist deiner Meinung nach der Unterschied zu Brasilien? Ich weiß, dass du in Brasilien nicht wirklich gearbeitet hast. Du bist hergekommen, um hier die Facharztausbildung zu machen. Aber wir wissen ja als Person, nicht wahr? Man sieht die kulturellen Unterschiede und auch im Gesundheitsbereich. Also, was war für dich der auffälligste Unterschied? Ich habe ein paar Monate in Brasilien gearbeitet, nicht sehr lange. Ich bin direkt von der Uni gekommen und habe ein bisschen in der Notaufnahme gearbeitet. Und das hat mir sehr gefallen. Aber für mich der große Unterschied, es gibt einige, aber für mich ist die Medizin in der Schweiz luxuriös. Das ist etwas, das ich meinen Freunden oft erzähle, vor allem meinen brasilianischen Freunden. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie fortschrittlich die Medizin hier ist. Man muss gar nicht überlegen, kann ich diese Untersuchung machen? Wie lange wird es dauern? Hier in meiner Stadt, wo ich arbeite, gibt es ein Radiologieinstitut, obwohl es eine kleine Stadt ist. Gestern zum Beispiel habe ich eine Patientin zur MRT geschickt und sie wird morgen mit mir sprechen. Das heißt, das MRT wurde heute gemacht, verstehst du? Und ich weiß, dass wir nicht immer so schnell sind und es gibt Orte, an denen es manchmal nicht einmal ein MRT gibt. Manchmal ist das MRT auch nicht die erste Untersuchung, die wir anfordern und im Labor ist es genauso. Und das Zweite ist, ich finde, es ist der Komfort, wie alles miteinander vernetzt ist. Da wir ein System mit Überweisungen haben, gehen die Informationen unterwegs nicht verloren. Also alles, was ich mache, ist sehr gut dokumentiert. Wenn ich einen meiner Patienten zum Spezialisten überweise, schickt er mir einen ausführlichen Bericht zurück. Ich denke wirklich, dass Ihre Diagnose richtig war, oder ist es eine andere Diagnose? Und es gibt noch etwas Zusätzliches, das gemacht werden muss. Und ich glaube, das passiert in Brasilien sehr selten. Es gibt dort einen großen Informationsverlust. Und die dritte Sache, die ich wichtig finde und die ich in Brasilien ein bisschen schade finde, natürlich ist das nicht überall so, aber im Allgemeinen denke ich, dass die Leute nicht wirklich zusammenarbeiten, wissen Sie? Weil dieses Miteinanderreden fehlt. Man geht zum Rheumatologen, er macht seine Arbeit, aber er kümmert sich nicht ums Herz. Und er ruft auch nicht mal eben schnell an. Beim Kardiologen an, um zu sagen, schau, von meiner Seite aus ist es nichts, aber vielleicht ist es von deiner Seite aus etwas. Verstehst du?
Ich glaube, jeder macht ein bisschen nur seins und am Ende, ich weiß nicht, es fehlen dann ein paar Teile in diesem Puzzle, das der Patient ist, oder? Ich hatte einen sehr guten Kardiologen, der eigentlich für alles zuständig war, also hat er mit den anderen Leuten gesprochen. Schau mal, im Moment ist alles in Ordnung und dann schauen wir mal, ob es bei der Gynäkologin auch passt. Auch alles in Ordnung ist, denn plötzlich könnte es ja ein anderes Problem sein. Ich hatte Arrhythmieprobleme und er hat immer dieses Gespräch geführt. Sogar als ich hierher gekommen bin, mache ich immer einen Scherz darüber. Er hat mir 2 Jahre lang Vitamin D verschrieben und ich habe es dann im Koffer mitgebracht, weil er mir das Rezept gegeben hat. Und ich habe es wirklich aus Brasilien mitgebracht, damit ich es nehmen kann, weil ich schon ein Problem mit Vitamin D hatte. Und dann hat er gesagt, du gehst ja in die Kälte und selbst wenn deine Haut dunkler ist, hast du schon das Problem, also wird es dort ein noch größeres Problem sein. Und dann habe ich ihn vermisst, weil er immer für alles da war. Alles, was du teilst, bezieht sich auf Patienten. Gibt es einen Unterschied zwischen den Patienten hier und denen in Brasilien? Leute, wenn ihr Fragen stellen wollt, nutzt diese Gelegenheit. Ihr könnt wirklich alles fragen, auch medizinische Fragen sind willkommen. Ich glaube, ich weiß nicht so genau. Brasilianer, ich habe ziemlich viele, ja, portugiesische und brasilianische Patienten. Und natürlich nimmt diese Sprachfrage eine Barriere weg, oder? Auf jeden Fall. Wirklich. Es nimmt diese Barriere weg. Am Ende bist du eine etwas herzlichere, etwas offenere Person, wenn du auf Portugiesisch sprichst. Ich glaube, das ist bei uns ganz natürlich, aber ich glaube nicht. Ich denke, die Leute sind es sehr gewohnt, das zu sagen. Dass es hier kalt ist und so weiter, aber Entschuldigung, ich habe wirklich Glück, weil ich sehr gute Patienten habe. Aber ich sehe keinen großen Unterschied. Also wirklich, im Großen und Ganzen ist der einzige Unterschied, den ich im Vergleich zu Brasilien wirklich sehe, dass die Leute manchmal nicht verstehen, zum Beispiel, Entschuldigung, in Brasilien, nicht wahr, in dem Fall. Hier nicht. Aber in Brasilien verschreiben wir manchmal ein Medikament und sagen, schau, du musst das nehmen, damit dein Blutdruck besser wird. Dann nimmt er diese Packung und fühlt sich gut. Er glaubt, dass er wird das hier regeln. Genau. Nicht hier. Ich glaube, die Leute hier haben, natürlich ist das nicht bei allen so, okay? Es hängt weitgehend vom Bildungsniveau und der Nationalität ab, aber insgesamt denke ich, dass die Menschen die Krankheit besser verstehen, dass sie die Medikamente einnehmen müssen und so weiter, richtig? Und so denke ich, dass der Zugang hier in mancher Hinsicht manchmal einfacher ist zum Arzt, zu Medikamenten, eben weil wir ein Gesundheitssystem haben, zu dem alle beitragen. Ein bisschen. Also funktioniert es für alle, oder? Jeder hat Zugang, wenn er es wirklich braucht. Auf jeden Fall. Ich sehe das auch so, wenn ich an brasilianische Verhältnisse denke. Ich glaube, die Schweizer akzeptieren die Diagnose eher. Also zum Beispiel, der Arzt hat dies oder das gesagt. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu Brasilien, denn hier gibt es die Überweisungen und man geht direkt zum Arzt. Der andere Arzt weiß dann auch, was der vorherige Arzt gesagt hat. Hier ist das nicht so. Man bekommt die Diagnose und sagt, ich gehe zu einem anderen Arzt. Dann geht man zu einem völlig anderen Arzt, nur um zu sehen, was er sagt, einfach um zu sehen, denn vielleicht ist der erste Arzt verrückt und der andere wird vielleicht etwas anderes sagen. Und ich sehe hier, dass die Leute, wenn man zum Arzt geht, wenn es schon so weit ist, dass man zum Arzt geht und der Arzt sagt, es ist so, dann ist es eben so, oder? Siehst du einen Unterschied zwischen dir und einem Schweizer Arzt? Also einen Unterschied in der Denkweise oder für dich? Ich denke, ich würde nicht sagen, ich glaube, am Ende macht das nicht so viel Unterschied. Ich höre diese Beschwerde ziemlich oft, vor allem von meinen brasilianischen Patienten, nicht wahr? Sie sagen, ach, aber ich war bei diesem Arzt und er hat mir das nicht gegeben, er hat mich nicht richtig angeschaut. Ich denke, das ist ein Problem des Systems. Das System, eigentlich glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Natürlich hat das auch ein bisschen mit Empathie zu tun. Es gibt Menschen, die empathischer sind und es gibt Menschen, die ein bisschen mehr Geduld haben. Ich zum Beispiel, wenn jemand hier anfängt, über etwas Psychisches zu sprechen, selbst wenn ich nur 15 Minuten für sie eingeplant habe, schaue ich gar nicht mehr auf die Uhr. Ich setze mich einfach hin und unterhalte mich mit ihr. Ich schreibe nichts in den Computer, denn all diese Dinge kann ich später erledigen. Dieser Moment, in dem sich die Person öffnet. Ich finde, es ist meine Pflicht, mich zu 100% auf sie zu konzentrieren. Denn vielleicht ist das die einzige Chance, die sie hat, sich zu öffnen. Verstehst du? Also ich denke, manchmal fehlt es ein wenig an dieser Empathie. Das ist das, was ich von meinen Patienten höre, weißt du?
Ich selbst habe Gott sei Dank noch nie eine Situation mit einem Schweizer Arzt erlebt, bei der ich das Gefühl hatte, dass mir Empathie gefehlt hat. Empathie, aber ich weiß es auch nicht, oder? Weil sie am Ende herausfinden, dass ich Ärztin bin. Ich versuche es zu verbergen, wenn ich zur Sprechstunde gehe. Ich versuche es zu verbergen, weil ich diesen Bias für mich nicht will. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir offener sind und das macht einen großen Unterschied bei der Diagnose. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein liebevollerer Blick für den Patienten mit Gewissheit. Und so ist innerhalb dieses Systems, was Sie erwähnt haben, vielleicht der Punkt, der am engsten mit dem System verbunden ist. Warum? weil es bei uns nur sehr wenige Hausärzte gibt und wir den Gesundheitsdienst selbst organisieren müssen. Und das nicht jeder hat. Meine Klinik zumindest funktioniert in Bezug auf Computer und Systeme sehr gut. Wir haben zum Beispiel eine Klinik, die wir anrufen und die ist auf dem Papier kostenlos. Natürlich ist keine Klinik zu 100% papierlos. Keine Klinik ist das, aber zum Beispiel alle Überweisungen, die wir machen, die werden am Computer geschrieben. Ich überweise niemanden auf einem Stück Papier. Jedenfalls versuchen wir, so viel wie möglich elektronisch zu machen, aber ich weiß, dass nicht jeder das hat. Es gibt immer noch Ärzte, sehr wenige, die alles auf Papier machen, verstehst du? Und das kostet viel Zeit. Und eine andere Sache, die wir hier haben, die es in Brasilien nicht so sehr gibt, wir werden mit Versicherungsschreiben überschwemmt, hier zum Beispiel ein ganzer Stapel. Und dafür fehlt die Zeit. Ob man will oder nicht, es sind 10 Minuten, jedes Schreiben dauert 10, 15 Minuten und das sind dann 10 Minuten weniger für einen Patienten. Und wir haben im Verhältnis zu der Anzahl, die wir benötigen, viel zu wenige Hausärzte Von Menschen pro Person. Es besteht eine sehr hohe Nachfrage nach Hausärzten. Nationale Gremien haben versucht, etwas mehr Motivation zu bieten, insbesondere in Bezug auf das AFMHA ist das Äquivalent zu unserem CFM hier. Aber um einen Hausarzt auszubilden, braucht man mindestens 11 Jahre. 6 Jahre Medizinstudium und 5 Jahre Facharztausbildung. Das ist also nichts, was dieses Problem wird sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Von heute auf morgen, leider. Nein. Vielleicht wäre es auch eine interessante Option, Ärzte aus anderen Ländern zu importieren, auch wenn sie das nicht so gerne mögen. Wir haben letzte Woche mit Janine gesprochen und sie hat genau darüber gesprochen, vor 2 Wochen genau über die Bürokratie und wie es viel komplizierter ist, zu exportieren. Während der Pandemie war es viel einfacher, aber jetzt ist es wieder schwieriger geworden. Nicht, dass es damals nicht schon schwierig gewesen wäre, aber jetzt ist es wieder komplizierter. Du hast gesagt, wir sollen Fragen zur Gesundheit stellen. Also stelle ich dir die erste Frage, wann sollte ich meinen Hausarzt aufsuchen? Immer wenn du irgendeine Frage hast. Hausärzte sind nicht nur dafür da, wenn man krank ist. Wir machen auch Prävention. Also ich denke, wenn wir das nach Alter betrachten, dann gehören natürlich Kinder ein Stück weit in den Bereich der Prävention. Kinder gehen oft zum Arzt wegen der Impfungen und um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, ob sie wachsen und so weiter. Aber wenn du denkst, dass, wenn du eine Frage hast, mein Gott, ich bin müde, fehlt mir vielleicht irgendetwas? Das ist der Moment für einen Arzt, denn er ist der Spezialist, um deine Frage zu beantworten. Manchmal kann es eine Erschöpfung sein, weil es eine mentale Erschöpfung ist, oder manchmal kann es tatsächlich sein, dass du einen Eisenmangel hast, weil du zu starke Menstruationsblutungen hast oder weil deine Ernährung nicht richtig ist oder weil es noch einen anderen Grund gibt. Also ich denke, ich mag es sehr, wenn die Patienten sagen, entschuldigen Sie, dass ich gekommen bin. Und ich antworte immer, Sie müssen sich nicht entschuldigen, dafür bin ich ja da. Es gibt keine falsche Frage oder eine, die nicht gestellt werden sollte. So etwas gibt es nicht. Jede Unsicherheit, finde ich, sollte geklärt werden. Niemand kann alles wissen. Und wenn du Zweifel hast, sprich mit deinem Arzt. Er muss das sein. Ich denke, das Wichtigste ist, dass er deine Vertrauensperson ist. Und wenn du eine Frage hast, warum gehst du dann nicht zu deiner Vertrauensperson? Warum nicht? Hingehen denn noch? Wenn wir uns die Guidelines anschauen, also das, was empfohlen wird, hier in der Schweiz orientiert man sich tatsächlich stark an den europäischen Guidelines. Deshalb empfehlen wir sehr, zwischen 20 und 30 Jahren im Grunde auf 2 Dinge zu achten. Das ist eine Diskussion, die ich immer mit meinen Freundinnen führe, in jeder Runde, in der wir zusammensitzen. Warum fordert der Schweizer Arzt nicht so viele Untersuchungen an? Weil es nicht nötig ist?
Denn im Grunde sind die wichtigsten Dinge in der Altersgruppe von 20 bis 30 Jahren eigentlich Übergewicht und Bluthochdruck. Wenn du keine Beschwerden hast, wenn du ein normales Gewicht hast und dein Blutdruck normal ist, gibt es keinen Grund, großartig etwas zu untersuchen. Aber das hängt davon ab. Von Arzt zu Arzt. Du bist Brasilianerin, also vielleicht, und dein Mann ist auch Arzt, aber du bist auch mit einer Brasilianerin verheiratet, also hat er vielleicht auch schon viel Empathie. Aber ich glaube, das hängt vom Arzt ab. Mein Mann, ich habe sogar darüber mit der Ärztin gesprochen, mit der wir letzte Woche das Live-Gespräch hatten. Mein Ehemann, er hatte eine ganze Zeit lang Bluthochdruck. Schon früh am Morgen war der Wert bei 160, nicht wahr? Abends lag er bei 220 und dann ist er zum Hausarzt gegangen, bis er es beim 5. Mal geschafft hat. Also du gehst zu den Terminen, weil wir diesen Tarif hatten, der die Mindestfranchise war, und dann haben wir die Konsultationen bezahlt. Er ging dorthin und der Arzt sagte, nein, das ist Stress, nein, Sie müssen etwas ändern. Die Ernährung, nein, das ist Stress. Jedes Mal war es nur das, er machte keine weiteren Untersuchungen, er hat nur den Blutdruck gemessen. Und was hat dann meine Mutter gesagt, die Krankenschwester ist? Du misst zu Hause eine Woche lang morgens, nachmittags und abends den Blutdruck und schickst ihm das dann, verstanden? Du machst das so, schickst ihm alles und sagst es ihm. Was habe ich dann gesagt? Ich habe ihm Folgendes gesagt und dann hat er gemerkt, dass da plötzlich jemand dahinter steckt, weil eine normale Person nicht einfach so auf diese Idee kommt. Das hat er sich gedacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er den Blutdruck schon gemessen hatte. Dort ist er nach Hause zurückgegangen, um das Gerät zu holen, um zu messen, um zu sehen, ob alles richtig war. Alles klar, das war super. Dann hat er das Gerät geholt. Dann habe ich gesagt, schau, sag nur eine Sache, weil das Gerät richtig funktionieren wird. Sag hier Bescheid, falls nicht überprüft wird, ob du gestorben bist. Ich war damals schwanger, das war meine Sorge. Falls du stirbst, bin ich hierher gekommen, habe geheiratet, du bist der Versorger, also wird mein Sohn bis zu seinem 18. Lebensjahr eine Rente benötigen, die vom Arzt kommt. Okay, damit wir die Sache abschließen können. Mein Mann nahm mich mit zu Menina und jetzt ist sein Hausarzt der wundervollste Mensch der Welt. Macht es, Leute, es ist wunderbar. Nein, er bedroht nur seinen Arzt. Nein, 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 es geht nicht um eine Drohung. Nein, keine Drohung. Er ist bei euch, aber was das Thema mit dem Blutdruckmessgerät angeht, falls es um Blutdruckprobleme geht, bei uns war es so, er war jung. Deshalb hat der Arzt vielleicht auch nicht gleich daran gedacht, dass es etwas ist, das jeden Tag vorkommt. Und als er dann gesehen hat, dass es wirklich etwas war, das sich wiederholte, hat er an diesem Tag gemessen. Sein Blutdruck war um 9 Uhr morgens bei 160. Er war zu Hause 160. Es war da. Da frage ich euch, Leute, warum hat er mich nach meinem Gerät gefragt? Denn 160 am Morgen, so am frühen Nachmittag, das ist Hoher Blutdruck. Benötigt das schon eine Behandlung? genau. Und in seinem Fall ist das eine Sache von True. Das ist familiär genetisch bedingt. Seine Mutter hatte das schon sehr jung, sein Bruder mit 31. Er war damals sogar jünger als er. Er nahm schon seit seinem 31. Lebensjahr Medikamente, weil der Blutdruck genetisch bedingt höher ist. Und dann hat der Arzt nichts gemacht, nichts gesagt. Und ich hatte Angst vor dem Moment meiner Entbindung, weil ich eine natürliche Geburt wollte, dass er dann einen Schlag, oder? Aber wirklich. Denn tatsächlich gibt es einen hypertensiven Peak. Aber ich glaube, man kann diesen Kollegen nicht verteidigen. Entschuldigung, das geht nicht. das geht nicht, denn ich weiß nicht, ob er jung ist, ob er alt ist, aber er wirkt irgendwie desinteressiert. Also wird es wohl das sein, Mann. Denn allein das, was du mir erzählt hast, zeigt schon alle Anzeichen. Und das wären Fragen, die ich stellen würde. Und wenn ich mir unsicher bin, gibt es jemanden in deiner Familie, der Bluthochdruck hat? Denn wir wissen, wenn du einen Verwandten mit Bluthochdruck hast, selbst wenn du schlank bist, du kannst dünn wie ein Streichholz sein. Die Leute müssen aufhören zu denken, dass Bluthochdruck nur etwas für Menschen ist, die übergewichtig sind oder rauchen. Und er hatte Wirklich eine extrem gute und gesunde Ernährung. genau, aber er hat eine genetische Komponente und es war genau das, was du gesagt hast. Die Mutter hatte es, keine Ahnung, zwischen 40 und 50 Jahren, der Bruder hatte es schon mit 30. Jedes Mal tritt es in der nächsten Generation immer ein bisschen früher auf, verstehst du? Also es gab alle Warnzeichen. Ich glaube, der Kollege hat einfach nur seine Detektivarbeit nicht gemacht, oder? Und den Patienten fragen, was ist das? Oder Oder eben das machen, was du schon machst, was du gesagt hast, oder?
Er macht diese wöchentliche Messung, er weist den Patienten an, schau, mach die Messung, dann komm wieder. Und dann versuchen wir das zu organisieren, zu sehen, wie es ist. Aber er hat keine einzige Untersuchung angefordert. Mein Mann hat auch viele Probleme mit Dermatitis, mit Stress noch viel mehr. Und das war eine seiner Beschwerden. Er kam immer wieder zurück. Und dann, als der Arzt sah, dass wirklich das Gerät, ich glaube, er hatte Angst, dass hier bei uns zu Hause ein Arzt wäre. Ganz ehrlich. Meiner Meinung nach deshalb. Er hatte alles sehr ordentlich gemacht, weißt du. Und das war die Empfehlung meiner Mutter, die ja wirklich aus dem Gesundheitsbereich kommt. Und dann hat er meinen Mann zu allen möglichen Fachärzten geschickt, zu denen er gehen konnte. Und dann als Kardiologe stellte er fest, dass der Blutdruck so lange so hoch war, dass die Hauptvene, die das Blut zum Herzen führt, erweitert war. Das heißt, es wurde tatsächlich mehr Blut zum Herzen gepumpt und deshalb musste eine Behandlung gemacht werden. Zusätzlich zur Blutdruckbehandlung noch eine weitere Behandlung, um zu sehen, ob sich das regeneriert, nicht wahr? Die Menge des gepumpten Blutes sollte verringert werden, um diese Vene zu regenerieren und zu sehen, ob sie wieder ihre normale Größe annimmt. Und dann Dermatologe, also es waren mehrere Spezialisten, einer nach dem anderen Urologe. Dann haben sie etwas entdeckt, aber jedenfalls sagte der Urologe, wir müssen das beobachten, wir lassen ein paar Jahre vergehen und schauen immer wieder nach. Aber er hat keinen Folgetermin vereinbart, weißt du? So nach dem Motto, wir schauen mal, ich bin Am Schauen, gerne noch bis. heute so ungefähr. Also ich denke, es hat auch mit Glück zu tun, denn nicht alle Ärzte sind schlecht. Nein, nein, das ist nicht wahr. Aber es gibt vielleicht Leute, die einfach weniger interessiert sind, oder? Ja, ich denke, wie in jedem Beruf gibt es Menschen, die nur das Nötigste machen und andere, die ein bisschen aus der Reihe tanzen wollen. Und ich persönlich versuche jeden Tag ein bisschen aus der Reihe zu tanzen und zu überlegen, ist das wirklich so? Was könnte es noch sein? Was kann ich anders machen? Sogar bei meinen eigenen Fehlern. Vielleicht merke ich manchmal, dass ein Gespräch mit einem Patienten, ich denke, ich weiß nicht, ob dieses Gespräch, ob ich es auf die beste Art und Weise angegangen bin. Vielleicht werde ich es beim nächsten Mal auf eine andere Weise angehen. Denn wir haben es mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen. Und ich denke, wir müssen versuchen, unsere Menschlichkeit mit Menschlichkeit zu behandeln, weißt du? Mit so einem Blick. Ja? Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir gleich in den Scanner gehen werden. Der Scanner wird alles sagen und fertig. Wie funktioniert das genau? Ich glaube, es fehlt. Es wird fehlen, richtig? In diesem Fall schaut uns diese Person an und sieht dort etwas. Okay. Ich lese mir jetzt erstmal einen Kommentar vor, damit ich eine weitere Frage stellen kann. Doch zunächst ein Kommentar von Dekitoko. Ich bin so stolz auf Sie, Dr. Larissa. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Professionalität. Und ich kenne ihn. Alter, mein Klassenkamerad aus der Schulzeit. Oh, das ist toll. Super. Ja, für uns ist das eine echte Quelle des Stolzes. Hier wissen wir, dass es schwierig ist. Wir müssen so viele Dinge erledigen. Aber in der Medizin, wie Sie sagten, braucht es fast 11 Jahre Vorbereitung. Da steckt ein ganzer Prozess dahinter. Hören Sie, Doktor. Keiko Sakogawa, ich weiß nicht, ob ich richtig gesprochen habe. Ich bin hier, um ein herausragender Profi und Mensch zu sein. Diese Dr. Larissa. Und meine nächste Frage, damit wir weitermachen können, ist, innerhalb dieses Systems, was können wir tun? Was sind die häufigsten Fragen im Winter? Was siehst du oft, was im Winter passiert? Und welche Tipps hast du für diese Zeit? Schau, wenn ich an Winter denke, denke ich eigentlich immer an 3 Dinge. Offensichtlich als erstes Vitamin D. Immer. Man muss bei der Einnahme von Vitamin D etwas vorsichtig sein. Vitamin D ist ein Vitamin, das sich von Vitamin C unterscheidet, zum Beispiel bei dem es egal ist, wie viel man nimmt, weil es dann einfach mit dem Urin ausgeschieden wird. Vitamin D ist ein Vitamin, das sich anreichert und bei Überdosierung negative Folgen haben kann. Insbesondere kann es zu Nierenversagen führen. Es kommt vor, sehr selten, aber es passiert, nicht wahr? Weil es Leute gibt, die denken, ach, ich hole mir einfach ein Vitamin in der Apotheke oder im Supermarkt, denn es gibt, zumindest hier in der Schweiz, Präparate, nicht wahr? Mit niedrigen Dosierungen, aber es hängt sehr davon ab, wie viel der Patient einnimmt, nicht wahr? Ob er es übertreibt oder nicht, naja, nimmt. Gleich 5 auf einmal, ich bin müde. Genau, genau. Ach, ich bin müde, es ist Vitamin D, naja, nicht wahr?
Ich werde einfach anfangen, das zu nehmen, aber in Wirklichkeit muss man sehr vorsichtig sein. Ich empfehle es meinen Patienten sehr, denn es ist hier in der Schweiz wirklich häufig, Vitamin-D-Mangel zu haben, ja? Wir sprechen nicht von Brasilien, wir sprechen von der Schweiz. Ich empfehle, in den 3 Wintermonaten Vitamin D zu supplementieren. Es ist nicht so, dass ich Werbung mache. Im Grunde sind es die Patienten, die mich fragen. Sie fragen, und heutzutage sind viele sogar unsicher, einschließlich des Schweizer Gesundheitsministeriums. Früher haben wir das bei allen gemessen. Heutzutage empfehlen sie einfach, es nicht zu messen. Denn wenn wir im Winter den Vitamin-D-Spiegel im Blut messen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er niedrig ist. Warum sollte man also etwas messen, von dem man schon weiß, dass es niedrig sein wird, verstehst du? Deshalb empfehlen wir letztlich, diese Substitution durchzuführen. Es gibt einige Dosierungsrichtlinien, um eine Überdosierung zu vermeiden. Natürlich ist es auch ratsam, dies mit Ihrem Arzt zu besprechen, oder? Wir sprechen von 500 bis 800 Einheiten pro Tag. Nicht mehr als Das. Aber ist es EI oder UI? Es ist dasselbe. Da es sich bei UI um die internationale Einheit handelt, steht UI auf Portugiesisch und EI ist das Äquivalent der internationalen Einheit auf Deutsch. Es ist genau dasselbe. Gibt es da keinen Unterschied? Nein, nein. Nein, es ist dasselbe. Es sind nur Bezeichnungen. Aber es ist genau das Gleiche. Hier finden Sie 500 EI, das sind Einheiten. Einheit. Tageseinheit. Das ist es. Also das erste ist Vitamin D. Das zweite für mich, vor allem für ältere Menschen, oder? Unfallprävention versuchen, nicht wahr? Vor allem bei Schnee und ähnlichen Dingen. Das wissen wir hier eigentlich schon. Eines Tages schneit es plötzlich. Irgendwann wird hier jemand mit einem gebrochenen Handgelenk auftauchen. Das wissen wir bereits. Dann, Fall, du wählst den falschen Fluchtweg. Ja? und das Handgelenk ist eines der größten Probleme, richtig? Weil man ausrutscht, aber wenn man mit der Hand noch bremsen kann, ist das in Ordnung. Das Problem sind die Leute, die manchmal hinfallen auf den Po, auf das Becken, nicht wahr? Wegen eines Beckenbruchs oder eines Bruchs an der Wirbelsäule, wie auch immer, oder? Vor allem für ältere Menschen. Bei einer Gerichtsverhandlung, die ich einmal hatte, war ich schwanger. Aber es ging so schnell. Es hat geschneit, plötzlich fing es einfach an zu schneien. Und eine alte Dame, sie lief vor mir und ist ausgerutscht. Es waren nur ich und ein Freund. Und ich war schwanger, ich hatte einen dicken Bauch. Aber es war so, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Es war so intuitiv, dass ich sie in den Arm nahm. Ich konnte mich nicht zurückhalten, oder? Sie ist hingefallen, aber dann bin ich hingegangen, um ihr aufzuhelfen. Und meine Freundin, Lass sie einfach auf dem Boden liegen, aber sie wollte aufstehen, weil sie sich nicht verletzt hatte. Aber wenn man sich nicht verletzt, finde ich, ist es noch schlimmer, weil es einem peinlich ist. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich bin hingefallen, jetzt schauen mich alle an. Aber sie war schon ziemlich alt, also konnte sie nicht alleine aufstehen. Dann habe ich es geschafft, sie hochzuheben und die Leute haben gesehen, dass ich versucht habe, ihr aufzuhelfen. Sie kam auch dazu und nachdem sie aufgestanden war, fing sie an, so etwas wie Schmerzen im Rücken zu spüren. Dann kamen noch mehr Leute und setzten sie hin. Ich glaube, sie haben sie irgendwo hingebracht, aber ich bin nicht mitgegangen. Und meine Freundin war entsetzt über mich, weil ich einfach den Drang verspürte. Hallo? Leute, ich glaube, wir hatten hier einen kleinen Aussetzer im Livestream. Ich weiß nicht, ob meiner rollt. Kannst du mich sehen? Hat mir jemand einen Kommentar hinterlassen? Dr. Larissa ist hier oben wie erstarrt. Er ist zurück, er ist zurück. Und das war's. Ich weiß nicht, ob es nur wegen dieser Sache ist, die du gerade über das Hinfallen der Leute gesagt hast. Da fiel mir diese Geschichte wieder ein. Aber genau so ist es. Und das dritte betrifft eigentlich die Vorbeugung von Depressionen, weil die Kälte führt ja dazu, dass sich die Menschen ein wenig isolieren, oder? Und vor allem die Menschen, die ohnehin schon etwas isoliert sind, besonders wir. Ich sage das ganz besonders von Herzen zu den Brasilianern, denn wir sind hier, machen diesen Ort zu unserem Zuhause. Aber manchmal fehlt genau das, nicht wahr? Und dass man sich wirklich motiviert, auch bei Kälte rauszugehen, Leute zu treffen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Denn Depression ist eine sehr ernste Sache.